Kanalgedanken. Das heißt, es geht ganz persönlich mal wieder von mir an euch, von meinen persönlichen Retro-Gaming-Gedanken direkt zu euch. Und zwar immer dann, wenn mir was auffällt, wenn mir was einfällt, wenn mir was auf dem Herzen liegt. Und dieses Mal, es sind zum einen eure Kommentare, aber auch eine eigene, meine ganz kleine Retro-Story, eine Sache, die ich euch erzählen muss. Aber erstmal zu den Kommentaren. Schaut euch, wenn meine Videos rauskommen, mal nach 3, 4, 5 Tagen die Kommentarspalte an. Das ist der Wahnsinn. Es ist eben nicht nur so eine Zeile, ich finde das Video toll, auch darüber würde ich mich natürlich freuen, aber diese Stories, die ihr immer schreibt, das ist der Wahnsinn. Ich lese das so gern. Ihr macht euch da so viel Mühe und erzählt auch den anderen von euren eigenen Retro-Erlebnissen, euren Erlebnissen mit der PC Games, mit den Spielen, mit gewissen ja, Dingen einfach dieser Zeit und es macht so Spaß, das zu lesen. Das ist so kostbar und ich versuche auch immer zu antworten. Eigentlich schaffe ich es immer, alle zu beantworten. Ich lese sie definitiv alle und reagiere dann in der Regel auch mit einem Herz, weil das kann nur ich geben als Kanalinhaber. Und ich versuche auch immer zu antworten, weil das ist mir wichtig, es macht mir Spaß. Und wenn ich die Zeit finde, dann mache ich das auch. Was manchmal nicht ganz klappt, wenn ihr auf eine Antwort von mir nochmal antwortet, dann zeigt mir das YouTube nicht immer zuverlässig an. Das heißt, wenn ich dann mal nicht mehr reagiere, ist es nicht böse gemeint, sondern ich habe es vielleicht einfach nicht gesehen. Ich lese auch immer mal wieder nach oder lese auch durch, aber ja, dann ist es wirklich nicht böse gemeint. Aber bitte, bitte behaltet das bei, wenn es irgendwie geht. Es ist so unfassbar genial. Es ist völlig Schnurz, wie viele Leute diese Videos anschauen. Die Kommentare sind einfach ein Schatz. Und zwar für alle. Also lest die auch mal durch, auch bei alten Videos. Jetzt hatten wir ja das Video zum Todestag von Rainer Rossiert. Das war wirklich kein schönes Video, war kein einfaches Video, aber auch da so viele schöne Kommentare drunter. Aber auch die Erstausgabe von der PC Games, die 1992, war ein Hammer-Video mit unfassbar viel Reaktionen. Das ist einfach genial. Und ihr erzählt immer von euren Erlebnissen und da ist mir was eingefallen. Meine Mutter hat sich mal die Mühe gemacht und die Fotoalben sortiert. Sie hat Fotos eingeklebt und die zum Durchblättern sortiert und ich habe gedacht, da muss doch was sein. Da gab es doch mal dieses eine Foto. Und ich habe es gefunden. Es ist nicht nur eines, es waren sogar 3 Fotos. Und schaut euch das jetzt mal an. Schaut euch mal diesen kleinen Kerl an. Na, wer ist das? Ja, das bin ich. Das ist der Hammer. Und ich weiß auch genau, jetzt geht's los. Jetzt geht dieser Retro-Gedanke los. Passt auf, ich weiß genau, wo dieses Foto entstanden ist. Logisch, ich war ja dabei. Und ich weiß auch genau, wie es sich angefühlt hat. Dieses Foto ist entstanden in der Förderschule, die meine Mutter damals als Rektorin geleitet hat. Es war eine kleine Schule und die waren relativ innovativ. Die hatten in dem einen Raum diese 3 C64 stehen. Die haben sie für den Unterricht benutzt, aber auch einfach als kleine Belohnung nach dem Unterricht oder wenn was gut geklappt hat, dann haben sie da auch einfach mal ein Spiel spielen dürfen. Und zwar eben nicht nur einer, sondern die standen dann alle gemeinsam um so eine Kiste rum. Und das war eben wieder dieser besondere Gemeinschaftsgedanke. Spiele haben damals nicht einsam gemacht. Nee, das war ein verbindendes Element. Und immer wenn meine Mutter aus irgendeinem Grunde, zum Beispiel in den Schulferien, in die Schule musste, habe ich diese Zeit einfach genutzt. Ich bin mit ihr gefahren und damals eine Schule war ja cool, eine Schule, wo keine Schüler sind, in die man rein darf, außerhalb von Unterrichtszeiten, war ja für mich sowieso mal cool. Die war nicht groß, aber es war besonders. Und dann konnte ich eben in der Zeit, wo sie dann Kopien gemacht hat oder Stundenpläne gemacht hat, also irgendwas, keine Ahnung, was sie gemacht hat, aber ich durfte eben dann oben die C64 benutzen. Ich habe dann immer den genommen, der das Farbdisplay hatte. Einer hatte ein Crystal Display, so ein monochromes, und einer hatte eben diesen Farbbildschirm und vor den habe ich mich gesetzt. Und wenn ihr auf dem Foto weiter hinschaut, dann seht ihr sogar, was ich gespielt habe zu dem Zeitpunkt. Und da liegt die Packung, man sieht's. Mounty Mix Death Ride. Ich blende euch das Cover nochmal in größer ein. Und wenn ich jetzt dieses Foto sehe und ich sehe da dieses Spiel liegen, dann passiert noch was. Und ich glaube, das ist genau diese Retro-Story. Dann macht es in meinem Kopf Klick und dann läuft diese Musik ab. Ich könnte... wie ein Ohrwurm, das geht jetzt den ganzen Abend so. Die Musik von Mounty Mix Death Ride war von Ben Daglish, der übrigens auch die Musik von Last Ninja gemacht hat.
einer der einer der Kompositeure damals, ja, der Komponisten. Oh Mann, einer der C64-Komponisten. Ich werde langsam echt alt, wenn einem die Worte nicht mehr einfallen. Es gab ja so ein paar Namen, die man immer wieder mal getroffen hat, ne? Rob Hubbard, Chris Hülsbeck natürlich, also das waren einfach diese C64-Musikgrößen und da war es eben Dan Daglish, der diesen Soundtrack gemacht hat. Und auch dieses Spiel, guckt euch das an. Das habe ich wirklich unfassbar viel gespielt und ich kam irgendwann einfach nicht weiter, weil es wurde immer schwerer. Man ist mit seiner kleinen Figur über diese Züge gelaufen und der Bildschirm ist die ganze Zeit gefahren und hat immer ja damit gedroht, einen einzuholen. Und wenn der Bildschirm einen eingeholt hat, dann war ein Leben weg. Wenn einen ein Gegner getroffen hat, dann war ein Leben weg. Wenn man vom Zug gefallen ist, dann war ein Leben weg. Und das Besondere, das seht ihr hier zwischen den Levels, also jedes Level war im Grunde ein Zug und die wurden immer länger und dazwischen musste man mit einer Draisine fahren. Und auch da hat das Spiel nicht aufgehört. Das Spiel war eigentlich eine Plansequenz, eines durch und du durftest nicht nachlassen. Das machte echt die ganze Sache anstrengend. Und dieses Draisine-Fahren, das war hier Competition Pro Joystick und dann klick, 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 klick. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Und wenn ihr nicht schnell genug wart und dann hat euch wieder der Bildschirm eingeholt und ihr musstet den nächsten Zug erreichen. Also das war richtig, richtig schwer, dieses Spiel. Und ich habe es geliebt. Und ungewöhnlich an diesem Foto auch, dass da eine Originalhülle liegt, weil Originalhüllen zur C64-Zeit kannte ich eher weniger. Disketten waren bekannt, Originalhüllen eher weniger. Naja, so war das eben. Aber das ist eben, boah, wenn ich dieses Foto anschaue, ich hab's durchgeblättert, das Album, habe dieses Foto aufgeschlagen und dann hat sofort dieser Film angefangen. Und ich glaube, das ist genau das, was bei euch passiert, wenn ihr eines meiner Videos anschaut. Und ganz ehrlich, wenn bei euch sowas ausgelöst wird, wenn ihr eines meiner Videos anschaut, dann ist es für mich die absolut größte Ehre, die man als sogenannter Content Creator haben kann. Ich finde es unfassbar. Ich fühle mich da wirklich geehrt. Und wenn ihr diese Erinnerungen dann noch mit mir teilt oder mit allen anderen ja auch teilt, ne, das kann ja jeder lesen, dann ist es einfach eine ganz besondere Sache. Das finde ich unfassbar wertvoll. Das ist es. Dieses eine Foto, das ist unfassbar wertvoll. Diese Geschichte drumherum ist unfassbar wertvoll. Das sind diese Nostalgiegefühle, Retro-Gefühle, die wir einfach alle haben. Und die sind übrigens gar nicht schlecht. Die sind total positiv. Es gibt sogar Studien mittlerweile dazu, dass diese Retro-Gefühle, diese Erinnerung an frühere Zeiten ist total positiv. Das macht unser Gehirn deshalb, weil es einfach uns einen total genialen Schub an positiven Emotionen mitgibt. Gerade wenn es jetzt so in der Zeit, in der Welt um uns rum nicht so läuft und du denkst so irgendwie, ey, Moment, das ist echt irgendwie alles Kacke. Dann guckst du so ein Foto an und dann bist du sofort in dieser Retro-Schiene drin und hast tolle Erinnerungen. Und es heißt ja nicht, dass du mit deiner Realität nicht mehr klarkommst. Nein, es gibt einem einen Schub für das tägliche Leben. Das macht einfach Spaß, in Erinnerungen zu schwelgen und das sollte man auch gar nicht negativ sagen, negativ handhaben, negativ schlecht reden irgendwie. Nee, das ist was total Positives. Also bleibt auf dieser Retro-Schiene und wenn es euch mit meinen Videos gut tut, wenn das euch die Retro-Schiene bringt, dann fühle ich mich geehrt, dann sage ich vielen, vielen Dank und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.